Welkom, hoe aan je deze video oder dit horen doen. Ik geloof was van je vielleicht dan je ordentlich kleiden is je vielleicht die eerste werktuigen, aber wo immer je checken van de smarts, wie welkom je. We zijn dankbaar dat we kan naar je komen door een tv oder wo immer je dat horen doen. En we zijn zo dankbaar we kan deze tijd ophan. Van deel als Oostren. En van deel als een dag wo we als Christen ons vrijen doen. En wel van deel ons vrijen. We hebben van deel besonders een paar dingen wat wieder gewöhnlich zijn. En ik vrij me dafür. We hebben van deel Maria, Wheat en Maria, Friesen. En de Leibesfamilie, die worden ons dein met zingen. En zo we worden vrijen dat je met zingen met de leider. En ik wil ook wat bekend maken onze YouTube-channel en ons Facebook. Ik glaube, je dan dit kijken op een van die. Maar we würden freuen, dat je würden subscribe on YouTube oder like oder follow on Facebook. En dat helpt ons best niet beter doen. En dat helpt ons ook dat we kan de video's, dat geeft ons meer options met de video's. Goedemorgen alle. Ik ben vrouw van de Osmars. Ons geloven is levendig. Ben Jezus heeft opgestaan van graf. We bangen jullie alle Säajen, besonders van de Osmars. We worden zo gleich in Top komen met jullie en jullie begrijpen en geven, aber we kunnen niet. Doch wird we jullie gleich in weiten laten, wird we beten voor jullie. We zijn jullie goed, we leven jullie. En dankzij voor die wat je beet voor ons. En je hebt een beste leven geweest naar ons in deze tijd. En we zijn zo dankbaar voor dat. Onze familie deed goed. We ons en onze jongens, we bossen hoop en gemeenschap en dieper en geloven in deze tijd. Zo ik vrij me voor dat. En we kunnen meest niet leren, maar we waren kunnen hoop komen met jullie alle en gemeenschap gaan met jullie. Ik wil best een paar dingen bekend maken van deel. Eerst dat we worden donderdag taub komen, dus een Kjoakj online. En deze tijd als een potje zat voor je bed. En dit is donderdag zo over klok 7. En zo we worden het door YouTube of Facebook uitchecken. En dat wordt onze Engelse Facebook page zijn. En zo we vreuen dat je dan met ons taub. En we dus een Kjoakj taub beden doen in deze tijd. En zo we worden niet alle aanloden ten pot nemen dort. En na mijn gebed dan wordt John Dijk, ons Board of Elder Chair, hij wordt ook ons begrijpen. En zo we beten en dan we weer gaan met deze ondag. Lieve hemelse Vader, we zijn van Deus Mars dankbaar voor die levende vrede. We zijn niet ohne hoopning, we zijn niet ohne genood, wilt ons Rader leeft. En God, ik bid van Deus Mars voor zonen wat thuis zijn en krank zijn. En welke krankheden lijden. In de tijd waar de COVID-19 meestal van de nodig krijgen, er zijn ook wat andere krankheden gaan. God, ik bid voor zo'n besonders. Ik bid voor de leiders in ons land. Ik bid voor Justin Trudeau en Doug Ford. En onze mayor, wo immer we dit harken doen en checken doen. We beten dat die was en wijsheid geven en dat die hand wordt uitleiden. We beten ook voor de Kjoakj. Hier Diron Church, we beten dat die was ons als leiders wijsheid en genood en kracht geven. Dat we kan deze Kjoakj deinen zinnen weg wat die vallen deed. En Jezus Christus, ik bid voor zinnen wat van deel en Oostentijd zich zij alleen zum feiern doen. Dit als je wanneer van families taub komen doen, ik bid God dat die was van deel de weng van we niet taub komen. Een grote zin geven en die gängen wird wordt met ons zijn. We beten dit, al in Jezus zijn leven je noem. Amen. We hebben harken wat John heeft te zijn. Good morning, Derch Church. I hope you're enjoying the extra time with your family and making the best of the situation. My name is John Dyke. I'm the chair of the Board of Elders of Derch Church. Happy Easter and remember what Jesus did for you. Please respect the social distancing recommendations during this Easter season, which means no family gatherings. If at all possible, please respect those recommendations. Most of the ministries in the church are functioning online by Zoom, WhatsApp, or some other form.
And also any information you need, you can also go on the deron.church website. The Board of Elders is meeting and will be meeting with the building committee to review drawings and continue the process of getting ready to build the sanctuary and offices. Please pray for the staff and leadership of the church, and also that through this we will be able to learn what God is trying to teach us. Also, I want to just thank you for your online donations. I talked to our treasurer today, and she said that there's a good money coming in, and we want to thank you for that. And if you do have any concerns or needs, please contact the church, and we will do our best to help and find a way to help you. Thank you for your time.
Eine Gedanken kan ich von dir nemen en der werk nemen. En die gedanken is dit. Onze kerkgebieden zijn ladig. Ik ben hier nu en ik predia. Ik ben predigen, ik doe hier predigen op een laadje stof. Op een heindenk is ook ladig. En dat is Jezus Christus zijn graf. Jezus Christus zijn graf is ganz ladig. En dat is waarom we van de Oostren vieren. En dat is waarom we ons vrijen kunnen. En dat is waarom we losgekauft zijn en we niet leven gaan, tom en leven. Ik geloof in de tijd waar we in zijn. Er zijn zoveel dingen waar we even niet zeker kunnen zijn. We zijn ons niet zeker wat onze toekomst wordt brengen. We zijn ons niet zeker wat onze arbeid wordt brengen. We weten niet waar dit alles wordt uitvallen. Waar we krank worden. En waar wordt deze virus even sloende orde. Maar van der wil ik ons helpen denken. En een woord het. Wat erst voor 2000 jaar een troost was voor alle christen. En dat is, Hee Es Nich Hia, Hee Es Oppjestonen. We willen aanvangen met een gebed. Lieve Hemelse Vader, we zijn dankbaar van de smars. Dat we kan de wegen der internet opkomen, we kan ons vrijen. We kan met andere christen die aanbidden. En dat is niet zoals we wensen, we wensen würden gaan van de smars taub komen, persoonlijk. Maar we weten, die geest is met ons en krijgt een weg, is de geest met ons is, wanneer we taub komen in het gebied. En God, van de zin van deel zijn, wat ik alleen feilen doen en de feilen aan hoop niet verloren. God, ik bid dat deze boodschap wordt entreissen, wordt een hoop geven. En dat u ons eind met een kracht vallen, wat best u kost. We bidden dit in Jezus' naam. Amen. Ik wil van jou een klein beetje reden aan wat passiert. En ik weet deze geschichte wat in de Bijbel is ons nog bekend. En dat is een predia in de Oostren tijd, dat we hebben best een thema over wat we reden kunnen. Dus dit thema is niet nieuw. En dit thema is ook zeer wichtig voor ons. Ik wil best een klein beetje tijd nemen, deze geschichte in Matthäus kapitel 28 doorgaan. We worden de eerste 10 versen doorgaan. Bloos dat we dan een beetje kunnen verstaan wat passiert de eerste Oostren morgen, de eerste zondagmorgen, wo Jezus Christus van dood opstond deed. So, we zijn in Matthäus kapitel 28. We worden eerst bij de eerste vers, bij de 10e vers lezen. We willen aanvangen met de eerste vers. Dat zegt ze dit. Als de Sabbat even weer, tijdens den eerste dag in de week, gingen Maria, Magdalena en de andere Maria dat graf te bezuinigen. So, die reden van dat we tijdens smars, dat we eerste dag, dat we zondag smars. Eerste dag in de week is zondag. En zo dat zegt dat we tidig. En we weten niet of de zon al opgekomen weer, of wat passiert. Maar dat we tidig smars. En zij gingen nun graf in de orde versen en de orde beker zijn ons, dat zij willen zijn karper aanzalven. En willen zo dat zijn karper wordt niet zo zeer stinken. En dat we mouden die tijd. Maar wanneer zij naar een graf komen deiden, zij vangen dat de graf weer ladig. En wieder in 2 bad 4 sagt het staat. Een hart, dat passiert in de grote aardbeden. Wils den Herrn zijn engel kwam van hemel af en rol den steen weg en zat zich door boven dol. Zijn gezicht scheen als een blitz en zijn kleider wieren zo wit als snee. En de wachter vervierden zich zo zeer, dat zij zetteren aanvalt, als wanneer zij dood werden. So, we zijn hier dat we eerst in eerd beben. En we zijn in de Bijbel, in de Oude Testament besonders ook, dat wanneer God wat bijzondere tijd,
dann wird fangen beten. Und hier wird es nicht anders. Wir sind in dem Alten Testament, wenn Gott die Tieren gebauten geben hat nach Israel, da wir die ganze Erde schadet, der Boy, der schadet. Wenn Gott kam rauf, in seinen Gängen wird wir ab den Boy. Und der ganze Boy sagt dort, schadet. Und dann, wenn Gott nur ein Lied kommen hat, nur ein Lied ab den anderen Boy kam wir, und hat die gewarnt hat über die falschen Propheten von Baal. Dat sagt, dass Gott mögt sich klar nur leer. Und Port von sich klar merken nur leer wird, dass wir die Erde schaden, dass wir in Erde beten. Wieder, ein paar Versen wieder trägt in Kapitel 27, wir sind natürlich die Orndebeker von Jesus, dort wann Jesus gestorben ist am Kreuz, dat de Erde schadet, dat wir dies da, und wenn Jesus Christus gestorben ist, dann schadet die Erde. Und dann, wir sind in der Opparstonunk, und das Orndebeker auch, dort, wenn Jesus vor Träg kommt, da wollen Erdbeben auch sein. So hier, sei wie war das erst in einer besonderen Zeit. Und wenn dort eine besondere Zeit ist, Gott seine Kraft kommt rauf und die Erde schadet. Hier ist eine große Kraft. Hier ist eine große Kraft, wo der Stein wegräumt. Hier ist eine große Kraft, wo Gott brücken hat, um Jesus Christus von dort abweichen. Dann sagt dort wie die Engel wird von Himmel raufkommen. Und wenn die Engel rauf an die Erde steigen, dort ist, wenn die Erde schadern. Das sagt dann, der Engel rollt den Stein weg. Und so das hier sehr wichtig, um das zu sein, dort ist nicht der Engel, wo Jesus Christus abweichen von dort. Das sagt, der Engel rollt den Stein weg. Das ist ein Stein, wie vielleicht 2 oder vielleicht mehr schwer, Tonnen schwer. Da wir ein sehr schwerer Stein. Und die werden in den Tiden der Graf, die werden so von Stein ausgegraft und in den Stein wie eine kleine Stufe, bis groß genug, da wird ein paar Karpas, die kann anleihen, dort sei du begraft werden. Und dann würden sie einen großen Stein nehmen und die würden den Stein feder den Loch der rollen. Und da wir gewöhnlich ein klein bisschen Eiver, dass der Stein raufrollen hat, dass er tau jink, und dann wird der Stein mit abgerollt, dass er abgemerkt wird. Und so wird es in dieser Zeit auch. Das ist ein Stein, wir meist allmählich, dass Menschen würden den Kern zurückrollen. Wir mit leichter den Tau rollen, aber zurückrollen wir nur schwer. Und wenn er wieder sagt, wenn der Engel raufkam, diese Toten, die wir, die grühlten sich sehr. Und die waren die römischen Soldaten. Und die waren keine Soldaten in der Zeit, die stärker waren. Und diese Soldaten, die würden sich wie meist nicht grühlen. Aber das sagt, wenn sie den Engel sein, sie waren, die hatten so eine große Angst, du kam so eine große Angst eben, dass sie worden das Daudjemana. Sie grühlten sich so sehr, sie wissen nicht, was sie sollen tun. Sie wollen sich verkrüpen. Die werden das Daudjemana. Und sie sagen, dass sie wachkamen. Und dann, das sage ich nicht, wann das passiert, aber nun, dass die Engel kommen, da rollt den Stein weg, diese Toten, die ängsten sich ran sich weg. Und in der Zeit, Jesus Christus stand ab von dort. Und dann, in der 5. bei der 8. Vers, lehrt uns, dass Jesus Christus, oder die frühest kam nur in den Grab, und sie fangen, dass wir ladig. Aber die Engel sehen zu der Frühs, fürchtet nicht. Ich weiß, dass ihr den Jesus segnen, der durch gekreuzigt wird. Er ist nicht hier, er ist abgestoßen. So als er sagt, komm, checkt, wo er gelegen hat. Dann Gott schwind und sagt seine Jünger,
dat hij van dood opgestonen is. En dat hij verjunt naar Galilea gaan wordt. Daar waar je am zijnen. Ik heb junt dat nu gezegd. Dan gingen ze schwin van Graf weg met furcht en grote vrede. En randen naar zijn jingen. En zeiden en dood. So deze engel, die waren hier bij den Graf. En die vangen aan en zeiden wat de engel ook naar de schoophorden zei. Fürcht je niet. En de engel, die worden han vielleicht een beetje zijn, waar ze doden uitkleven leiden en zijn dat ze wegkwamen en die kwamen ze een grote gruwel over deze doden. En ze worden vielleicht han gedacht, dass sie früher waren, vielleicht dezelfde Angst haben, aber die eerste ding wat de engel zijn doen, dat is fürcht je niet. En ik geloof hier is een ding wat daar wichtig is te verstaan. Want God komt dat voor zijn vriend. Die wordt am kennen doen, die wordt am navolgen doen. Du zult keine Furcht sein, du zult keine Angst sein. Aber so wat sich jenen gestalt haben, Gott, die sind jenen Gott. Und so eine Menschen sagt Gott gleich, fürcht dich nicht. Das ist bloß so, was Jesus Christus angenommen hat und am nachfolgen dann. Das wird will ich uns von dir auch mitteilen. So wird gesagt, wir sind in dieser Zeit, wo wir apart machen sind von anderen. Und einer der News checken, das hielt sich bloß nicht sehr gut. Und ich glaube, das Schwanze denkt erst, wir wissen nicht, wo das alle hingeht. Und was von uns, wir haben vielleicht eine Angst, wir haben eine Furcht. Was wird wollen noch mir? Was wird wollen noch uns? Was wird wollen noch uns lohnt? Ich will, dass selbe wird von dir über uns sein. Fürcht dich nicht. Fürcht dich nicht. Wir brauchen uns nicht fürchten, wegen Jesus Christus erst von dort abzustehen. Und dann sagt der Engel wieder, ich weiß, je Segen für Jesus. Und das ist, wo sie haben vielleicht nur die früheste Gerät, so dass sie wissen, dass der Engel von Gott kam und dass sie wissen, auch für was sie segnen. Wenn hier sagt, wird, 7 wird in der Plattdeutsch, was der Untergrund sind von uns ganzen Glauben. In der ersten Feier sind das, Hee Es Nich Hia. Hee Es Nich Hia. Der steht, wo Jesus Christus wir begraft in Jerusalem, der erste noch. Und ich weiß nicht, wo der ist. Da sind 2 Städte in Jerusalem, wo wir glauben, der Wort von diesen 2 glauben wir weiten, wo ein von denen, wo er begraft wird. Der Graf, der ist ladig. Du hast kein deutscher Mensch werden. Du wir müssen deutscher Mensch werden. Du wir müssen deutscher Jesus werden. Aber nicht mehr. Hee Es Nich Hia. Der Graf ist ladig. Und dann müssen wir uns vielleicht die Frage stellen, warum ist der ladig? Diese Doten in der Zeit, sind alle Stiftstädter, was sein uns, dass diese Doten, die kämen trägen, die hohen Priester, die Mürken, was lesen ab, dass war darum geredet, dass seine Lehrjünger, Jesus seine Lehrjünger kamen und sie stellten seinen Körper weg und den das verstärken. Und die werden lesen, was rumgegangen ist. Aber warum wie Jesus nicht mehr in der Graf? Warum wie er nicht mehr da? Das sind die nächsten 3 wird. Was passiert? Hee Es Oppjestonen. Hee Es Oppjestonen. Wir wollen bitte überdenken. Können wir das wörtlich begreifen, wie wichtig das ist? Du bist bloß ein Mensch in aller History, was hat könnt dit doen. Sich selbst von dort abweihen.
Du zijn Menschen, wat Gott hat von dort abgewagt. Wir sehen das in der Bibel. Bei jeder einer von die, der sind nach Himmel gestorben. Bitte am Paar im Alten Testament. Jesus Christus ist abgestoßen. Und dann wieder sagt er, dass wir Kraxus er seht. Er sagt, so aus er seht. Jesus Christus hat er prophezeien, dass er wird von dort abstoßen. Und nu mögen dort alle deutlich und kam dort an, was Jesus von reden deed. Er ist nicht hier. Er ist abgestoßen. Und dann in der Vers sagt es wieder, dass wenn die früher von Grof weggehen und deiden, sie spauten sich. Und dann sagt es, steht in der Vers. Und uns, sie gingen, seine Jünger dort zu berichten. Dann beenden Jesus an und begreist an. Und sie gingen Nora, hielden am und der Feit und kneiden sich fair am Dol. Sie wären so ein Wort, kein zum Jesus fingen, zum am Beseinen. Und hier ist noch ein Ding, was uns mit sehr klar angehen, dort ist das. Jesus hat sich bewiesen, nur so ein Wort am Segen. Ich weiß nicht, wo ihr von dir seid, in jenem Wohnung mit Jesus Christus. Vielleicht ist jemand so ein Wort, vielleicht hat einmal Jesus Christus aufgeschoben. Je kennen Gott, je weiten von Gott, je kennen nicht Kirchissem, je kennen das und je kennen dort von Gott. Aber je haben einmal Jesus Christus mit aufgeschoben, je wollen nicht von ihm weiten. Jo, je dann genug, dass es so loten wird, dass die Menschen sein, was leben. Aber seht ihr Gott? Seht ihr Jesus? Das ist das frühe Zeiten. Willst von Jesus Christus gesagt wird, Jesus Christus wird sich offenbaren. In Jeremia Kapitel 29, der 13. Vers sagt es dort, je worden mit ein kleines Hort hängeron no mi, aber ich kann nicht mehr proben. Je worden mit ein kleines Hort hängeron no mi seinen, und je worden mi fingen. Da wird Segen Jesus Christus no, wenn ganzen Hort sagt hier, wir wollen empfangen. Dort ist ein Versprechen von Gott. Und ich wünsche, ich kann das simpel merken für uns. Und ich kann sein, dass wenn wir das kragt, in diesen Stopp nehmen down und das down, dann wird Jesus kragt in diesen Stopp sich offenbaren. Das schafft nicht so. Jesus Christus ist eine Person. Und er wird entscheiden, wo er sich wird offenbaren an uns. Bei Jesus Christus wird sich offenbaren, nur uns, wenn wir am Segen tun. Freund, ich weiß nicht, wo du von dir bist mit Jesus Christus. Ich will die trösten und ermutigen. Da Jesus Christus Segen. Proef am nur zu folgen. Und dann wird Jesus Christus sich offenbaren, zodat du kannst ihm annehmen, zodat du kannst Jesus Christus annehmen, als dein Heiland und als dein Herrn. Dann wird er in der Frühs. Jesus begreist ernt, und sie kamen dicht der Bier, der Pfoten und seine Feit an. Und dann, sie beten am an. Und das ist, was Oostren ist. Oostren ist von Gott, Jesus Christus anbeten. Jo, wir sollen Oostren Zeit nehmen, um zurückdenken und uns freuen, dass Jesus Christus nicht mehr dort ist. Aber Oostren ist eine Zeit für Anbetung. Wie dann Jesus Christus anbeten, will er nicht mehr durch uns in das Grab. Er ist abgestoßen, er lebt. Er ist der lebende Gott, allmächtiger Gott. Wir sagen groß dort Leid, wo groß bist du?
Jesus Christus is in de persoon in God, wat wie kan en wie zullen aanbeden in deze Oostren tijd. En dan, in de 10e vers sagt het zo dit. Dan seht Jesus nicht an, fürchtet nicht, Gott und sag meine Brüder, dass sie sollen nach Galiläa gehen, da wollen sie mir sein. Dit is de Evangelium. De Evangelium is dit. In ordner wird, wie würden gern sein, dort sei sollen, wo immer wir sind, du han gonen. Du warnen sei mir, Jesus Christus, seinen. Wir sind Menschen. Wir sind Christen. Wie wir Jesus Christus angenommen haben. Wie die Radung haben. Wie wir weiten, wir sind gerat durch Jesus Christus. Wir haben nu die Abgabe, zum anderen sein, Gott, Jesus Christus zu finden. Das ist nicht, dass wir segnen für Jesus Christus, aber Jesus Christus sagt, go nur eine steht, und du wird Jesus Christus sich offenbaren nur die. Was ist der steht? Das ist nicht ein besonderer Platz auf dieser Erde, das ist in dieser Zeit wir. Der steht, wo Jesus Christus wird ankommen, um uns wiesen, wer er ist. Es der steht, wo wir glauben. In vollen Vertrauen. Wie uns Hand geben noch Arm. Wie uns Hort noch Arm geben dann. Der steht. Der Platz in uns Hort. Dort ist, wo Jesus Christus will hingehen. Er will sich offenbaren nach uns. Und das ist die Aundacht, der Bootschoft von Oostren. Komm, wo Jesus ist. Jesus wird dich treffen. Und Jesus wird sich offenbaren nach dir. Ich will uns weiter trösten mit dit. Er zijn alle soorten geloofs en er zijn alle soorten religions wat deze wereld geloven deed. Bij jeder eine van ernt, jeder eine van die, der Prophet, der ist dood. Islam, Mohammed, ist dood. Mormonism, Joseph Smith, ist dood. Wir als Christen, wir haben einen Prophet, der ist nicht dood. Der ist abgestoßen. So ich will bloß kort reden, was meint das dann für uns? Willst Jesus Christus erst von dort abgestoßen, kehr wie nu Radung haben in Jesus Christus. Stelle Freitag erst die Geschichte, was uns lernen wird, wo Jesus Christus unsere Sinnen vergeben wird, unsere Sinnen wahrnehmen wird von uns. Oostren ist der helle Tag, wo wir verstehen dann, wo Jesus Christus unser nieuet Leben geben wird. Das oude Leben ist wahrgenommen, das ist über sie gebracht, das ist aufgeschmert, das ist wahrgenommen, das ist begraft, das ist in Meer geschmissen. Das oude Leben ist vorbei, das starb auf dem Kreuz. Aber ein Mensch, der kein Leben hat, ist nicht ein Mensch, das ist nicht eine Person. Jesus Christus in Abstonung hilft uns in nieuet Leben, wo wir wandeln können und wo wir Jesus Christus nur folgen können. Willst Jesus Christus leben dort? Wir dann in Gott, in Rada, anbeten, was nicht hier ist. Er ist nicht so, was noch dort ist. Er ist lebendig. Und so, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, dann wir dann nicht bis in Lehren nachfolgen. Das ist alle die anderen Menschen da mit ihren anderen Glaubens. Wir dann ein Mensch, eine Person nachfolgen, was noch leben wird.
Wie doen Jesus Christus niet leer nog volgen, maar wie doen een mens en een persoon nog volgen, dat is veel wichtiger en dat is veel groter. Wie doen in God een rader aanbeden wat nog leven deed. Wie zingen niet in rader wat dood is. In rader wat in graf liggen deed en niet hören kan. Ons rader der zit in Himmel. En hij voelde zijn rechterhand en hij kan jeder woord, jeder leid, jeder gebeden wat we beden, hören, wilt hij leeft. Jesus Christus is niet in graf, hij is niet hier. Hij is opgestonen. Wilt Jesus leeft. Wir brauchen uns nicht ängsten, wir brauchen uns nicht fürchten für die Zukunft. Wir brauchen uns nicht ängsten von dort, was noch kommen wird. Willst du Radar, was wir hängen ran, noch fallen, der ist so fern uns. Der ist nicht hängen uns durch in das Grab, wo er dort liegen wird. Unser Radar, der jetzt fern uns, willst er lebt. Und willst das Radar, was fern uns gehen wird, der leben wird, und der Gott ist, seine Kraft ist stark genug, um den Stich reich merken und Glück merken. So dass wenn wir am noch fallen und wir können am vertrauen, dass alles, was passieren wird für Gott seine Ehre und seine Herrlichkeit sein. Wir don't nicht in Deutja Radar noch fallen, aber unser Radar, der lebt. Und wils Jesus leeft, unser beste Deel ist noch vor uns. Gerne vielleicht mal ein Mensch bejennt, der redet immer von der Deel, was vergangen sind. Er redet von 30 Jahren zurück, 20 Jahre zurück, 40 Jahre zurück, 50 Jahre zurück. Das ging dann so sehr schein. Wie wir Jesus Christus nur vorher sind, unser beste Deel, der sind noch zu kommen, will Jesus Christus uns Radar jetzt vor uns. Und wenn wir hier in das Fleisch vielleicht noch nicht viel mehr lange Deel haben, wir checken nun da, wo wir wollen mit uns leben in Radar und in alle Ewigkeit im Himmel recht leben. Unser beste Deel sind noch zu kommen. Und wenn wir in dieser Zeit sind, wo das so unruhig ist und wir wissen nicht, was alles wird passieren, wer wird das in Denk haben? Unser beste Deel sind noch zu kommen. Wils Jesus leeft. Ich will von dir sluiten met ons halten denken van dir. Jesus Christus ist nicht hier. Er ist abgestoßen. Und wils hij leeft, wie kann in vollen Vertrauen und Glauben in der Zukunft angehen, Jesus Christus in der Hand halten, wils hij leeft. Ich will von dir sluiten mit Gebet und nur das dann die Leibesfamilie hat ein Lied gemerkt, dass sie singen werden für uns. Und ich wünsche Ihnen alle Gottes Gnade. Wir sluiten mit dem Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir sind dankbar, dass du Jesus Christus schenken deitst. Und wir verstehen von der Schrift, dass du wie eine Zeit, wo du den Regen drehen deitst von Jesus Christus willst, alle unsere Sinnen, die hängen an Jesus Christus. Aber 3 Tage later stond Jesus Christus ab von dort. Und er hat ihr Wens über alles. Er ist nicht hier, er ist abgestoßen. Jesus Christus, von der uns aus dem Zeit, wir beten die an. Wir sind dankbar, dass du uns Radar bist. Wir sind dankbar, dass du uns Gott bist. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen. On me.
great